Also ich bin lediglich an den Schrank gekommen und dabei muss aus Versehen der Umschlag ausgefallen sein. Und jetzt, Chico? Wie viel sagtest du, wurde dir gestohlen? 25.000. Im Kühlschrank gefunden von Ihnen. Exakt die Summe. Du kannst dich weiterhin mit deinen Aushilfsjobs über Wasser halten oder du spielst in meinem Team mit. Okay, ich bin dabei. Frank, das Paket ist an mich adressiert, also habe ich auch das Recht zu erfahren, was da drin ist. Eins kann ich dir versprechen. Du musst dann nicht alleine durch. Eine Love Story. Moment mal. Wir wollten das nicht an die große Glocke hängen. Also seid ihr ein Paar? Nein! Du bist wirklich nicht so oberflächlich, wie ich dachte. Gina, was machst du hier? Ich suche die hinterhältige Ratte, die mich damals hat sitzen lassen. Das ist nicht so, wie du denkst. Gut zu wissen, dass mein gesunder Menschenverstand funktioniert. Gina, was machst du hier? Warum bist du nicht in L.A. und kümmerst dich um deine Hollywood-Karriere? Weil ich dafür Geld brauche? Von dir? Ich bin blank. Wie kommst du überhaupt darauf, dass du von mir Kohle kriegst? Du hast bei mir Schulden schon vergessen? Gina, ja, wir sind durch die Welt getourt. Ich hatte keine Kohle, aber du hattest sie. Du hast mich doch eingeladen. Eingeladen? Mann, das waren meine letzten Reserven und das wusstest du auch. Ich habe mich darauf verlassen, dass ich es wiederkriege. Ich wusste das nicht. Und wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mich mit Sicherheit nicht drauf eingelassen. Ach so, also hast du dich nur drauf eingelassen, weil ich Geld hatte. Das habe ich nicht gesagt. Du bandelst doch mit der Chefdesignerin von LCL an, oder? Quatsch. Lüg nicht. Ich habe ein Video von euch im Modeblog gesehen. Das war nur wegen... Komm, vergiss es. Wie viel Kohle ist es überhaupt? Naja, ungefähr die Hälfte von dem, was wir verballert haben. 20.000? Ey, so viel kann doch kein Mensch bezahlen. Ey, ich wusste davon echt nichts. Gina, ich würde dir gerne helfen. Aber Tja, vielleicht gibt's ja noch eine andere Möglichkeit. ach echt? Du besorgst mir einfach einen Job bei LCL als Model. Das heißt, ich kann mich auf dich verlassen. Absolut. Und du tust von jetzt an das, was ich dir sage, neben deinem Job als Sicherheitsmann bei LCL natürlich. Ja. Dadurch stehen mir alle Türen offen. Gut. Dann krieg deine finanziellen Probleme in den Griff. Ich habe nicht vor, noch mal für dich in die Bresche zu springen. Du erwartest doch aber nicht, dass ich dir das zurückzahle, oder? Nein. Sieh's als Vorauszahlung für deine erste Amtshandlung. Und die wäre? Wieso findet ausgerechnet Tanja das Geld in Elisabeths Kühlschrank? Das kann kein Zufall sein. Du glaubst also, dass Tanja das selbst dahingelegt hat, um Emilios Kündigung rückgängig zu machen? Naja, Elisabeth hat in ihrem Job gerade viel Stress und dieser Stalker verfolgt sie immer noch. Aber einen Geldumschlag im Kühlschrank verlegen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das passt gar nicht zu ihr. Nur warum sollte Tanja Emilio schützen? Naja, Tanja ist kein Typ, der anderen hilft, wenn sie sich dadurch nicht einen eigenen Vorteil verschaffen kann. Nur welchen Vorteil sollte Emilio ihr verschaffen? Was es auch immer ist, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich soll Ansgar Suite durchsuchen. Ich bin nicht gerade der beliebteste Besucher auf Königsbrunn. Also wie zur Hölle soll ich da reinkommen, ne? Keine Ahnung. Lass dir was einfallen. Und nach was soll ich suchen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ansgar etwas ausheckt. Zusammen mit Mertens. Mertens. Genau der. Gut, also wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, den Typen an den Kahn zu pinkeln, dann bin ich dabei. Hey, es geht hier nicht um deine persönliche Rache. Bewahr einen kühlen Kopf, ja? Ich mache keinen Fehler zweimal. Hoffentlich. Bring mir alles, was du finden kannst, was auf eine mögliche Zusammenarbeit von den beiden hindeutet. Geht klar. Und was unser Arrangement betrifft, versteht sich von selbst, dass es unter uns bleibt. Logisch. Aber das muss ein Irrtum sein. Sind Sie da ganz sicher? Ja, selbstverständlich komme ich. Ja, ich werde das sofort klären. Ja, danke schön. Wiederhören. Gibt's doch nicht. Ah, Frank, das ist gut, dass du kommst. Ich wollte dich gerade anrufen. Ja, ich kann mir vorstellen, worum es geht. Ach, tatsächlich. Frank, ich bin die Schirmherrin der Lahnstein-Stiftung. Diese Gala heute Abend ist das Event des Jahres. Du kannst meine Teilnahme nicht einfach so absagen. Vor allem nicht, ohne das vorher mit mir abzusprechen. Ich habe vor 5 Minuten mit eurem Eventmanager gesprochen. Ich wollte dir gerade Bescheid sagen, wahrscheinlich war er schneller als ich. Ja, du, wie auch immer. Was hast du dir dabei gedacht? Ich habe mir die Location angesehen. Sie ist zu unübersichtlich und damit zu gefährlich. Aber du bist doch an meiner Seite, um mich zu beschützen. Ja, das wird aber nicht ausreichen. Ja, dann hol Verstärkung. Auch mit Verstärkung nicht.
Ich werde die Verantwortung dafür nicht übernehmen. Dann übernehme ich dafür die Verantwortung. Das ist mein Event. Diese Gala bringt der Stiftung Spendengelder in Millionenhöhe. Weißt du was? Wenn ich da nicht hingehe, dann kann ich die Gala gleich absagen. Elisabeth, ich mache hier nur meinen Job. Es ist aber nicht dein Job, mich zu bevormunden. Und du hast keine Ahnung, in welcher Gefahr du schwebst. Ich habe Ben Schöne aufgespuckt heute. Du willst sie gerne für dich haben. Ich hab doch gesehen, wie du sie anschaust. Aber du wirst sie nicht bekommen. Niemals. Der ist mir entkommen. Elisabeth. Die Gala findet statt. Mit mir. Ich habe zu tun. Ich wollte mich für Gina entschuldigen. Ich hatte keine Ahnung, dass sie kommt. Wir haben uns ewig nicht gesehen und dann taucht sie plötzlich in so einem ungünstigen Moment auf. Ich fand den Moment eigentlich genau richtig. Ziemlich erhellend, würde ich sagen. Also war es aber nicht. Ich Ich habe keine Lust, mit dir über deine Ex-Freundin zu sprechen, ja? Da ist aber noch was anderes. Heute ist doch die LCL Green-Kampagne, das Casting. Trau dich ja nicht abzusagen. Nein. Braucht ihr noch ein Model? Ich habe Gina versprochen, dass ich wenigstens nachfrage. Ausgeschlossen. Also erstens ist die Vorauswahl schon abgeschlossen und zweitens passt deine Ex-Freundin nicht wirklich zu uns. Schon gar nicht zur LCL Green. Bei unserer Ökolinie, da achten wir sehr auf Stil und auf natürliche Schönheit und naja, ich würde beides etwas bei ihr vermissen, um es vorsichtig auszudrücken. Und mit einem richtig guten Umstyling? Und drittens sind wir kein Auffangbecken für deine Ex-Freundin. Ja. Ich hätte dir sagen sollen, dass ich deine Teilnahme an der Gala abgesagt habe. Nein, du hättest mich fragen sollen, ob ich mit deiner Absage einverstanden bin. Du hättest Nein gesagt. Ja, das sage ich jetzt auch noch. Dieser Ben Schöne, der ist krankhaft verliebt in mich, aber mein Gott, der will mich doch nicht umbringen. Er hat mir gesagt, dass wenn er dich nicht haben kann, dich niemand haben soll. Was hattest du denn vor, mir das zu sagen? Gar nicht. Frank, dein Job ist es, für meine Sicherheit zu sorgen. Mein Job ist es, die Firma zu leiten. Diese Gala ist wichtig für uns. Sehr wichtig sogar. Ich werde mir von diesem Irren nicht mein Leben bestimmen lassen. Also werde ich als Schirmherrin der Stiftung meine Pflichten wahrnehmen und auf diese Gala gehen. Ich habe mir diese Location angeguckt. Es gibt 6 Ausgänge, die Küche ausgeschlossen. Die hat noch mal 2 extra Eingänge. An dem Abend wird da so viel Personal ein- und ausgehen, dass ich nicht für deine Sicherheit garantieren kann. Das musst du wissen. Dann stock das Personal mit deinen Leuten auf, zur Not auf meine Kosten. Aber deine Männer sollen sich im Hintergrund halten. Und du gehst als meine Begleitung mit. Begleitung. Herr Sanchez, es freut mich, Sie zu sehen. Ja? Ja, das bedeutet doch bestimmt, dass Kim und Sie Ihre Differenzen wieder beigelegt haben. Naja, wir wollten uns hier treffen, um einfach noch mal über alles zu reden. Ich verstehe. Aber bedauerlicherweise ist sie gerade nicht zu Hause. Oh. Ja gut, dann warte ich einfach oben auf Sie, ja? Frau Wolf weiß Bescheid, nicht wahr? Na klar. Sie können sie gerne fragen, wenn Sie wollen, ja? Einfach die grüne Taste drücken. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Das denke ich auch. Und? Was hat sie gesagt? Keine Chance, die Models stehen fest. Hast du die Setcards der Models gesehen, die an dem Casting teilnehmen? Ja, warum? Okay, dann ist das überhaupt kein Problem. Du sorgst dafür, dass meine Setkarte auch in den Stapel kommt. Ey, Moment, du willst, dass ich deine Karte unter die anderen schummel? Gina, das kannst du vergessen. Außerdem hat Rebecca gerade das Büro zugeschlossen und die Karten irgendwo reingepackt. Okay, wohin hat sie verpackt?
Keine Ahnung, wo soll ich das wissen? In der Schublade oder sowas. Gut, dann müssen wir halt einfach an den Schlüssel rankommen. Das ist nicht dein Ernst. Willst du da einbrechen oder was? Bist du bescheuert? Tim, wenn wir den Schlüssel haben, ist es kein Einbrechen. Also, du weißt doch, wer hier die Schlüssel hat, oder? Security oder Hausmeister? Das kannst du nicht ernst meinen. Tim, ich bin total abgebrannt. Ich habe kein Geld. Ich habe mich darauf verlassen, dass du mir mein Geld zurückgibst. Und wenn du es mir schon nicht zurückgibst, besorg mir wenigstens einen Job. Bitte. Tim, komm schon. Hallo? Ansgar? Passwort eingeben. Kim. Frau Wolf, Sie werden bereits erwartet. Von wem? Von Ihrem Mann. Sie waren doch miteinander verabredet. Kims Geburtstag. Klar, Eva. Emilio ist hier und wartet auf mich? Sie wussten nichts davon? Das sollte wohl eine Überraschung sein. Ja, und ich hatte wohl belogen. Schon gut. Ah, schon gut. Emilio? Justus hat schon gesagt, dass du da bist. Was machst du da? Danke dir, allein wäre ich damit nicht zurechtgekommen. Hör mal, die Typen, die dich verdroschen haben, ne, die verweigern die Aussage. Aber die Staatsanwältin meint, es wird ihnen nichts nützen. Hoffentlich. Geht's dir wieder besser? Ach, bis auf den Kratzer ist alles okay, aber wer weiß, was passiert wäre, wenn dein Bruder nicht dazwischen gegangen wäre. Ja, manchmal ist selbst Jo Heimke für was gut. Hey, Frank, neue Dienstkleidung? Ja, kann man so sagen. Solltest du öfter tragen. Wird Charlie gefallen. Ja, zum Glück muss ich mich für die nicht so rausputzen. Aber für Elisabeth schon. Warte mal, Elisabeth von Lahnstein? Hast du ein Date mit der? Ein was? Entschuldige mal, ich bin immer noch Ihr Personenschützer. Die Frau hat sich nicht davon abbringen lassen, auf diese komische Gala zu gehen. Obwohl ich ihr davon abgeraten habe, weil es viel zu riskant ist. Riskant wegen diesem Stalker. Wenn die Frau sich einmal was in den Kopf gesetzt hat, dann wird es auch durchgezogen. Komplett beratungsresistent. Ich dachte, auf solche Frauen stehst du. Was soll denn das heißen? Jetzt hättest du wohl kaum Charlie geheiratet. Stimmt auch wieder. Jedenfalls bin ich froh, wenn wir den Typen endlich fassen. Dann muss ich mich nicht mehr mit der Gräfin rumstreiten. Hey, das klingt ja fast so, als würdet ihr euch wie ein altes Ehepaar anzicken. Elisabeth und du. Andi, kannst du mal aufhören, so einen Stuss zu reden? Irgendwann bringt einen ja wohl jede Frau zur Weißglut, oder? Damit könntest du recht haben. Nicht nur jede Frau, Jungs. Wie sehe ich aus? Bombastisch. Ich empfehle. Viel Spaß. Hast du gesehen, wie geil ich die Fliege gebunden habe? Ey, das kannst du vergessen. Ich habe meinen Job gerade mal seit 2 Tagen hier als Fotograf. Was meinst du, wie schnell ich den wieder los bin? Dann solltest du darauf achten, dass dich keiner erwischt. Selbst wenn wir es schaffen, deine Karte da unterzuschummeln. Rebecca und Alexa merken doch sofort, dass sie dich nicht in die Vorauswahl genommen haben. So ein Quatsch, die gucken sich Hunderte von Models an. Glaubst du, sie merken sich jedes einzelne Gesicht? Hi. 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 Ich wusste gar nicht, dass du eine Freundin hast. Ex-Freundin. Gina ist erst seit kurzem in der Stadt. Das ist mein Mitbewohner, Sascha. Freut mich. Mich auch. Und was machst du so, Sascha? Security. Wow. Das heißt, du sorgst dafür, dass ihr alle sicher arbeiten können. Genau das. Und
du sorgst auch dafür, dass alle wertvollen Sachen sicher verschlossen sind, oder? Mhm. Wahnsinn. Ist diese Uniform eigentlich maßgeschneidert? Nee, so wichtig bin ich auch nicht. Echt? Aber es sieht so aus. Und übrigens stehe ich auf Männern-Uniformen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich meinen Berufswechsel schon früher in Betracht gezogen. Naja, noch ist es ja nicht zu spät, oder? Ich würde gerne mit euch weiterreden, aber ich muss los. Schade. Aber vielleicht sieht man sich ja wieder. Unbedingt. Tschüss. Tada. Ey, du hast ihm die Schlüssel geklaut? Nein, ich hab's nicht getan. Es sieht nur so aus. Ey, das merkt er doch sofort. Tja, dann solltest du dich einfach ein bisschen beeilen. Ich denke nicht, dass du was klauen wolltest. Ich frage mich einfach nur, was du hier machst. Ich habe gedacht, vielleicht willst du doch noch mal über alles reden. Deswegen bin ich hergekommen. Aber ich kann auch gerne wieder gehen. Ich wollte wirklich mit dir reden. Ich war vorhin bei Elisabeth, um mir das Geld zu geben. Das fehlte. So was brauchst du nicht für mich tun. Ich weiß. Das hat ja auch jemand anderes gemacht. Tanja, Wovon redest du? ich habe sie gesehen, als sie das Geld aus dem Kühlschrank genommen hat. Und? Naja, sie hat so getan, als hätte es Elisabeth dort vergessen, aber das hat sie nicht. Und das weißt du. Tanja schützt dich. Und ich frage mich, warum. Sag mal, soll das heißen, dass du immer noch davon ausgehst, dass ich das Geld gestohlen habe? Schon gut, deiner Meinung nach bin ich ja auch an allem schuld. Ich klaue Geld von Elisabeth. Ich hätte dich und deinen süßen Mertens fast überfahren. Und wahrscheinlich bin ich auch noch schuld daran, dass du mit ihm in die Kiste gegangen bist, ha? Ich habe einen großen Fehler gemacht, den ich wirklich sehr bereue. Aber ich habe mich tausendmal bei dir entschuldigt. Wenn du jetzt gemeinsame Sache mit Tanja machst, dann machst du einen großen Fehler. So, jetzt hör mal zu. Wenn ich mir von jemandem sagen lasse, dass ich einen Fehler mache, dann doch bestimmt nicht von dir, hm? Emilio, ich liebe dich. Ich bin deine Frau. Lass dich bitte nicht von Tanja einspannen. Das passt doch überhaupt nicht zu dir. Du bist ehrlich und hast ein großes Herz. Du weißt ganz genau, wie hinterhältig Tanja ist. So. Ist sie das, ja? Witzig, da fällt mir nämlich noch jemand ein. Nur weil du Mertens nicht widerstehen konntest, weil er Macht und Geld hat, heißt es nicht, dass ich genauso bin. Denn ich bin nicht so wie du. Sie übernehmen bitte die Seiteneingänge und du machst den Haupteingang. Bei der klitzekleinsten Kleinigkeit möchte ich sofort informiert werden. Du siehst toll aus. Dankeschön. Du siehst aber auch nicht schlecht aus, so ungebunden. Hast du gedacht, ich komme in Jeans und Turnschuhe? Nein, so schlimm nicht, aber ich muss zugeben, ich bin sehr überrascht. Danke für die Blumen. Gut, wenn du es unbedingt hören willst, ich bin sehr zufrieden mit meinem Begleiter. Personenschützer. Sehr zufrieden mit meinem Personenschützer. Ja, natürlich, ich habe gar nichts anderes gemeint. Lass dich bitte nicht von Tanja einspannen. Das passt doch überhaupt nicht zu dir. Du bist ehrlich und hast ein großes Herz. Emilio, ich liebe dich. Ich bin deine Frau. Hey. Und, hast du was gefunden? Hey, was soll das? Was hast du ihm erzählt? Wem? Ansgar. Was hast du ihm über meine Geschäfte erzählt? Nichts. Du lügst, Kim. Er weiß Bescheid über die Bausubvention. Das hat mich in ziemlich große Schwierigkeiten gebracht und das verdanke ich alleine dir. Ups. Das tut mir jetzt aber leid. War das ein Geheimnis, dass du an einer Scheinfirma beteiligt bist und die Subvention, die du bewilligst, in deine eigene Tasche steckst? In welche Schwierigkeiten hast denn du mich gebracht? Wegen dir musste mein Mann ins Gefängnis und meine Ehe ist im Arsch. Wozu haben wir uns denn jetzt hier getroffen? Entschuldige mal, du wolltest mich hier treffen. Ja, weil ich dachte, dass du was Brauchbares gefunden hast. Ich war in Ansgar Suite. Ich habe alles durchsucht, nichts. Was ist mit dem Rechner? Passwort geschützt, 100 Mal probiert, keine Chance. Du bleibst dran, okay?
Die Information, die du von Ansgar suchst, wird er mit Sicherheit nicht einfach so irgendwo rumliegen lassen. Emilio, vielleicht musst du dir einfach ein bisschen mehr Mühe geben. Ansonsten sage ich Elisabeth, dass du das Geld gestohlen hast. Ja, okay, mach ich. Leg dich nicht mit mir an, Kim. Ich habe keine Angst vor dir. Mein Vater macht dich fertig. Verlass dich drauf. Das werden wir ja sehen. Und was deine kaputte Ehe betrifft, daran bist du leider ganz allein schuld. Und es hat dir Spaß gemacht, das kannst du nicht abstreiten. Du hast mich dazu gebracht. Und du hast es genossen, nicht wahr? Komm mir noch einmal zu nahe und ich rufe die Polizei. Juniorfotografen? Date, so ein Quatsch. Wir waren einfach nur einen Kaffee trinken, das ist alles. Und? Was und? Willst du immer noch abstreiten, dass du auf ihn stehst? Sagen wir mal so, er ist nicht ganz so flach, wie ich dachte. Mhm. Ja, wir waren auf einer Wellenlänge. Er hat mir seine Fotos gezeigt, sehr beeindruckend. Er versteht was von Kunst. Und für einen Moment habe ich wirklich geglaubt, er ist nicht nur so ein oberflächlicher Aufreißertyp, sondern er interessiert sich auch für die inneren Werte einer Frau. Ja, und weiter? Dann ist aber plötzlich seine Ex-Freundin aufgetaucht und die besteht offensichtlich nur aus äußeren Werten. Was kann eine Frau dafür, wenn sie sexy aussieht? Nichts. Aber sie hat so ein unsichtbares Schild um den Hals hängen. Hiermit möchte ich alle anwesenden Herren auf meinen Hintern und auf mein Dekolleté aufmerksam machen. Oh, das klingt wirklich grausam. Ja, du hättest sie mal sehen sollen. Und dann will er auch noch, dass ich sie als Model engagiere. Mit anderen Worten, wenn seine Ex-Freundin nicht aufgetaucht wäre, dann würdest du jetzt anders über ihn denken. Sie ist aufgetaucht. Und ich sehe wieder klar. Vollkommen klar. Du bist sauer, weil er dir gefällt. Mir gefällt es nicht, wenn man mich verarscht. Das hasse ich. Und deshalb werde ich ihm keine zweite Gelegenheit geben, um mich einzulullen. Mist. Frau Ministerin, was für eine angenehme Überraschung, dass wir uns so schnell wiedersehen. Die entspricht eher meinem Geschmack als diese Brachlandwiese von heute Nachmittag. Sie hat mich warnen können, dann hätte ich Gummistiefel angezogen. Ach, ich finde, die Landluft hat Ihnen gut getan. Sie sehen fantastisch aus. Sie haben den nötigen Charme, das muss ich sagen. Aber Ihr Bauland hat mich nicht überzeugt. Na, jetzt lassen Sie mich mal noch ein bisschen was für die Infrastruktur tun. Dann bin ich mir sicher, dass wir zusammenkommen. Das ist die Gastgeberin. Und der Herr an Ihrer Seite, der ist doch mindestens 20 Jahre jünger als Sie. Guck nicht so grimmig. Du bist jetzt meine Begleitung hier.
falsch. Ich bin hier, um für deine Sicherheit zu sorgen. Ja, aber das ist unser kleines Geheimnis. Also lächeln. Frau Ministerin, wie schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Die Ehre ist ganz meinerseits, Gräfin. Darf ich Ihnen meine Begleitung vorstellen? Herr Helmke, Frank. Frau Dr. Eschberger-Löderich, unsere Wirtschaftsministerin, aber das ist dir ja sicher bekannt. Freut mich, Herr Helmke. Ganz meinerseits, Frau Ministerin. Sie entschuldigen mich, ich muss noch andere Gäste begrüßen. Selbstverständlich. Sie entschuldigen mich einen Moment. Herr Helmke? Machen Sie doch mal. Ja. Was soll das denn jetzt werden? Wollen Sie sich in meine Tanzkarte eintragen? Sie sind nicht mein Typ. Sehr beruhigend. Etikette, mein Lieber. Jeder Herr trägt eine. Machen Sie mal. Hier, Getränk. Nein, danke. Na, so werden Sie den Abend aber nicht überstehen. Rebecca, kann ich dich kurz sprechen? Also wenn es wieder um deine Ex geht, ich habe keinen Job für sie. Es war irgendwie ein Missverständnis. Sie hat wohl sich schon beworben und ist sogar schon in der Vorauswahl. Der Vorauswahl? Bist du dir sicher? Ja, sie hat da irgendwas verwechselt und ist ein bisschen chaotisch manchmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Alexa sich für sie entschieden hat. Du, ich wusste auch nicht, dass sie plötzlich auftaucht. Wir haben uns halt ewig nicht gesehen. Du musst mir nichts erklären. Ich möchte es aber erklären. Weißt du, das mit Gina und mir ist Ewigkeiten her. Ich habe damals in L.A. gelebt und ja, wir haben alles ein bisschen lockerer gesehen, aber wir hatten eine Menge Spaß. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass sie nicht die Richtige für mich ist und habe mich von ihr getrennt. Du bist mir keine Rechenschaft schuldig. Ich möchte aber, dass du es verstehst. Alles, was ich dir beim Kaffeetrinken gesagt habe, ist die Wahrheit. Ich fand's echt toll, mit dir zu reden. Ich habe das Gefühl gehabt, wir waren auf einer Wellenlänge. Ich würde mich echt freuen, wenn wir noch mal einen Kaffee trinken gehen können. Hm? Wenn du ein bisschen Bedenkzeit brauchst, ist es auch okay. Nein. Wie nein? Ja, ich brauche keine Bedenkzeit. Warum soll ich darüber nachdenken? Ich mag Kaffee. Können wir gerne noch mal machen. Cool. Aber das ist nur ein Kaffee, mehr nicht. Das ist jetzt kein Date oder so. Natürlich nicht. Nee, kein Date. Okay. Na wunderbar, hier bist du. Ich will mit dir reden. Ich auch mit dir. Was geht da bei dir und Tanja? Eifersüchtig? Glaubst du, sie kann dir helfen? Bei deiner Karriere oder was? Hast du es auch von Mertens gedacht, ja? Ich habe nicht gemerkt, dass er mich manipuliert. Natürlich nicht. Dir ging es ja nur um Knete und Prestige. Emilio, ich weiß jetzt, was für ein mieses Arschloch er ist. Davon habe ich die ganze Zeit gesprochen, aber du hörst ja nicht zu. Du glaubst mir nicht. Du hast mir nie vertraut. Das stimmt überhaupt nicht. Bitte. Emilio, ich liebe dich. Kannst du mir nicht noch einmal verzeihen, bitte? Wir haben so viel durchgemacht. Gib mir noch eine Chance. Bist du jetzt endlich fertig? Du stehst hier vor mir und winselst um Verzeihung. Und im nächsten Moment wirfst du dich Mertens wieder an den Hals. Ich habe euch gesehen. Nein! Ich habe ihm die Meinung gesagt. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ja, klar. Wolltest du deshalb mit mir reden, weil du glaubst, Mertens und ich, wir... Emilio, ich hasse diesen Typen. Weißt du was? Mir ist das scheißegal, weil ich keinen Bock mehr auf den ganzen Mist habe. Auf deine Lügen, auf deine Erklärung, auf dich. Ich will die Scheidung. Ich werde gleich die Eröffnungsrede halten und dann beginnt der entspannte Teil des Abends. Und wo soll die Rede stattfinden? Da, vorne. Direkt hier? Mhm. Gefällt mir gar nicht. Du bist von jedem Winkel des Raumes aus sichtbar. Ich habe meine Männer postiert. Wird schon schief gehen. Wann beginnt eigentlich die Versteigerung der Herren? Gleich nach der Begrüßungsrede. Kann's kaum erwarten. Von wem hast du eigentlich die Rose? Ansgar von Lahnstein. Du wusste gar nicht, dass ich so einen Quatsch hier überhaupt brauche. So, so. Was soll denn das heißen? Sag mal, diese Versteigerung der Männer, was ist denn das? Entschuldigung, ich muss die Rede halten. Meine Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Schön, dass Sie alle gekommen sind. Ich wünsche uns einen wundervollen Abend. Und ich möchte den Abend gleich einläuten mit der allseits beliebten Versteigerung der Herren. Für die Gäste, die neu unter Ihnen sind, die Herren,
werden für jeweils 3 Tänze von der meistbietenden Person ersteigert. Der Erlös kommt selbstverständlich der Lahnstein-Stiftung zugute. Den Idioten möchte ich sehen, der sich auf sowas einlässt. Ich sehe schon ein. Ich möchte nun die Herren mit einer Rose am Revers nach vorne bitten. Zu spät, Helmke. Das ist nicht zulässig. Ich kann Sie auf den Tod nie leiden, Lahnstein. Ein Fuchs sind Sie. Alles Charity. Ich brauche einen Drink. Sagte ich ja. Hey, sag mal, ich hab den hier im Treppenhaus gefunden. Ist doch deiner, oder? Ah, vielen Dank. Ich hatte schon Schweißausbrüche. Kein Ding. Bis später. Du, sag mal, deine Ex. Gina. Was ist mit dir? Ist deine Ex? Ja, wir haben uns vor ein paar Jahren getrennt. Ich würde sowas nicht stehen lassen. Ja, du kennst sie auch nicht. Ich hatte auch eine Menge Spaß, aber wir sind durch die Welt getourt vom Geld ihres Vaters. Geld hat sie auch noch. Hatte, damals. Hat das ganze Erbe auf den Kopf gehauen. Sie will Spaß. Sympathisch. Du, ich fand sie ziemlich langweilig, weil die Interessen bestanden eigentlich nur noch aus Partys, Styling, Diäten, welcher Promi gerade in der Stadt ist. Viel zu erzählen hatten wir uns eigentlich nicht mehr. Ja, es gibt ja auch Wichtigeres als Reden. Ey, Sascha, viel Spaß. Ich sag dir eins, die Frau ist mega hinterhältig und geht über Leichen. Sie weiß, was sie will. Viel Erfolg. Ich nehme mal an, meine Chancen stehen nicht schlecht. Rebecca soll Sie in die Vorauswahl genommen haben? Ja, das war ziemlich am Ende, also auf den letzten Drücker. Ich war schon fast draußen. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass es noch geklappt hat. Ihre Referenzen lesen sich, sagen wir mal, etwas dürftig. Ja, ich habe sehr viel gearbeitet in L.A. Ich habe es noch nicht geschafft, meine Vita zu vervollständigen. Keine Agentur? Doch, hatte ich, aber ich bin immer hin und her gereist. Die sind fast verrückt geworden. Deshalb lieber ohne Agentur. Und was haben Sie da so gemacht in L.A.? Ich habe gemodelt, ich habe geschauspielert. Naja, bei großen Shows in L.A., also am Broadway. Und ich habe Werbung für Pudding gemacht. Pudding? Ja. Also ich musste mit so einem Finger durch so ein... Danke, ich kann es mir bildhaft vorstellen. Und ich war Po- und Busenmodel. Also Double. Ja. Gina, um ehrlich zu sein, Sie entsprechen nicht unseren Vorstellungen. Aber ich kann Sie beim Casting wirklich überzeugen. Also, vielleicht suchen Sie doch die Fähigkeiten, die ich habe. Ehrlich, glauben Sie mir. Welche Fähigkeiten auch immer das sein mögen. Eins kann ich Ihnen sagen, das wird nicht leicht für Sie, vor allen Dingen nicht neben Jasmin. In 2 Stunden beim Shooting. Vielen Dank, danke. Das ist großartig. Dankeschön. Diese Kuh. Wer? Tanja. Sie hat so getan, als ob sie mich nicht in die Vorauswahl genommen hätte. Hat sie auch nicht. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber du hast dich untergeschummelt. Schön. Sie hätte es trotzdem wissen müssen. Stattdessen behandelt sie mich wie ein drittklassiges Model. Weil du vielleicht auch eins. Hey, so schlecht bin ich nicht. Sonst wäre ich nicht beim Casting dabei. Gut, dann. Es gibt aber ein Problem. Ich habe eine Konkurrentin. Das ist nicht möglich. Doch, aber mach dir mal um mich keine Sorgen. Ich weiß schon, wie ich sie ausschalte. Ja, zu guter Letzt möchte ich Herrn Helmke bitten, seinen Beitrag für unsere kleine Veranstaltung zu leisten. Herr Helmke, kommen Sie doch bitte zu mir, damit die Damenwelt Sie besser sehen kann. Begrüßen Sie mit mir Herrn Frank Helmke. Darüber reden wir noch. Und los geht's, meine Damen. 500 € sind geboten. 500 € für diesen attraktiven jungen Herrn. Oh, 550? 600. 600 von der Ministerin, da geht noch was. 650. Sehr schön. 700. 750. Oh, 900 von dem Herrn hier vorne. 1000. 1000 von der Ministerin. Na, jetzt fängt es langsam an, spannend zu werden.
machst du da? Oh, Gott sei Dank, du bist es nur. Was ist das? Ein ganz normales Brechmittel. Ach, das ist also dein Plan, deine Konkurrentin auszuschalten? Oh, jetzt hab dich nicht so. Models kotzen doch ständig. Sie nehmen das Zeug, rennen auf Klo und wer bleibt am Ende übrig? Moi. Das meinst du nicht ernst? Ja, natürlich meine ich das ernst. Ich verlasse mich doch nicht nur auf meine Fähigkeiten. Das ist viel zu riskant. Das ist Körperverletzung. Oh, mein Gott. Models kotzen doch ständig. Ich habe sowas auch in meiner Handtasche. Das ist ganz normal in dem Business. Gib mir das Fläschchen. Das ist mein Brechmittel. Ich werde Rebecca sagen, was du vorhast. Denk an die 20.000. Du hast es mir doch versprochen. Kriegst du. €3.000 sind geboten. Ich bitte Sie, da geht noch was? 3.500. 4.000. 4.000 von der Ministerin. Wer bietet mehr als 4.000 €? Jetzt bleiben Sie mal dran. Der Helmke ist ein guter Fang. Meinen Sie? Ja, ich glaube, der bietet den Damen Sicherheit. Niemand bietet mehr. Also. Donnerwetter, da sehe ich 5.000 €. 5.500. 6.000. 6.500. 7.000. 7.500. 7.500 € für Herrn Frank Helmke. Damit wäre die Sache wohl erledigt. Nein, tut mir leid, noch nicht. Ich biete 15.000 € für die nächsten 3 Tänze mit Herrn Frank Helmke. 15.000 € zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Herr Helmke ist versteigert an die Gastgeberin höchstpersönlich. Darf ich bitten? Gnädigste, darf ich bitten? Der bessere Tanz und wesentlich preiswerter. Danke, dass du mich gerettet hast. Jetzt war ich mal dran. Till, warte. Warum gönnst du mir das nicht? Ich habe deine Setcard untergeschummelt, aber jemanden körperlich angreifen, das geht so nicht. Hör zu, du hast nichts damit zu tun, okay? Ich halte dich da völlig raus. Lass mich einfach nur machen. Nein, Gina. Ich steck dafür schon viel zu sehr mit drin. Du wolltest doch immer nur mein Geld. Bitte was? Wovon sprichst du? Ja klar. Hätte ich nicht reich geerbt, dann hättest du mich nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Das ist nicht wahr. Doch, wer ist denn mit dir ein halbes Jahr um die Welt gereist, ha? Und wer hat's bezahlt? Ja, du, aber... Siehst du? Du hast mich einfach nur abgezockt. Und als ich dann kein Geld mehr hatte, hast du mich einfach eiskalt fallen lassen. Ganz bestimmt nicht. Doch, so machst du es nämlich immer. Du suchst dir reiche Frauen und wenn sie dahinter kommen, dann lässt du sie eiskalt fallen. Das ist nicht wahr. Doch. Das mit uns beiden hätte sowieso nicht funktioniert. Genau, und das wusstest du von Anfang an. Aber du hast dich trotzdem auf mich eingelassen, weil du nur auf mein Geld scharf warst. Und dann hast du mich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Ist das wahr? You are in charge, in control, inside. But outside is too cold and too stone, and it's too late to start again. It's too late to start again. Hallo Tanja, hier ist Emilio. Ich habe da etwas, was dich interessieren könnte. Kontoauszüge. Ja, ich schicke dir die Daten sofort rüber, ja? Gut. Bis dann.
erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen. Aber zur Kunde wird beigefügt Eheschließung an. Alter, wie konnte ich denn die letzten Wochen so blind sein? Der hellste warst du ja noch nie. Aber ein Glückspilz. Ey, ich heirate die Frau, die ich liebe. Und zwar so richtig, vor Gott. Dann erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Feliz cumpleaños, Cariño. Oh mein Gott! Oh Gott, du bist so süß. Ja, warte erst mal, bis du ein richtiges Geschenk bekommst. Bertens hat mir das untergeschoben. Denkst du wirklich, ich würde dieses beschissene Handy klauen wollen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich dir gerade noch glauben soll. Ich habe Ihnen schon 1000-mal gesagt, Sie sollen die Finger von meiner Frau lassen. Aber vielleicht ist es mein Fehler und ich rede einfach zu viel. Vielleicht warst du mal gut genug für Kim. Aber jetzt ist sie erwachsen und braucht einen Mann. Emilio Sanchez? Ja. Sie sind Polak-Schwester. Nein, nein! Kim! Kim, jetzt sag's ihm! Ich bin es nicht. Sie haben den Falschen. Kim! Kim, um Himmels Willen, jetzt sag doch was! Outside, there's no lights.